Hier in diesem Haus in West Wilton, New Hampshire, wurde ein weiterer Glaubenspionier geboren. Er heißt Uriah Smith. In jungen Jahren erlitt er eine Infektion am linken Bein. Im Alter von 12 Jahren musste man es daher leider knapp unter dem Knie amputieren. Das passierte in der Straße weiter oben. Das Prozedere dauerte 20 Minuten und wurde ohne Anästhesie durchgeführt. Wie seine Schwester war er mit einem brillanten Verstand begabt und besuchte die Phillips Academy in Exeter, eine der führenden Schulen seiner Zeit. Als sein Vater plötzlich starb, begann er über sein eigenes geistliches Leben nachzudenken und er studierte gründlich die adventistische Botschaft, nachdem er nach der Enttäuschung von 1844 seine Hingabe verloren hatte. Er ging nach Washington in New Hampshire, um James und Ellen White das erste Mal reden zu hören. Er war beeindruckt von der Erklärung, die sie für die große Enttäuschung gaben. Er ging nach Hause und studierte seine Bibel 3 Monate lang, bevor er das Versprechen gab, seinen Glauben zu erneuern und sich den Gläubigen wieder anzuschließen. Bald darauf lehnte er ein lukratives Stellenangebot ab und zog hierher nach Rochester, New York, um im neuen Büro von River and Herald zu arbeiten. Damals war er 21 und arbeitete noch weitere 50 Jahre für den River and Herald. Er war 23 Jahre alt, als der Verlag nach Battle Creek in Michigan zog und er der Herausgeber wurde. Die Wichtigkeit des gedruckten Wortes in dieser Zeit der Geschichte kann nicht überbetont werden. Die Kirchen, die im ganzen Land verstreut waren, hatten nur alle paar Wochen die Möglichkeit, von Wanderpredigern davon zu hören, was andernorts vor sich ging. Uriah Smith als Chefredakteur des River and Herald war wie der Pastor der ganzen Kirche, da die Leute seine Leitartikel lasen, um sich über Neuigkeiten von anderen Orten zu informieren, zum Beispiel wer gestorben war. Der Adventist Review war wie der Klebstoff, der die frühe Gemeinde zusammenhielt. Er war jedoch mehr als ein Herausgeber und Prediger. Uriah Smith meldete 8 Patente in seinem Leben an. Eines davon war eine Schulbank, die ihm $3.000 einbrachte. Er patentierte außerdem eine deutlich verbesserte Version der Beinprothese. Außerdem war er ein produktiver Schriftsteller und schaffte es, 18 Bücher zu seinen Lebzeiten fertigzustellen, von denen sein bekanntestes den Titel trägt Gedanken über Daniel und Offenbarung. (1903) ereilte den River and Herald ein schweres Unglück, als er in Flammen aufging und die Versicherung nur einen Bruchteil abdeckte. Anstatt den Verlag wieder hier in Battle Creek aufzubauen, wurde die Entscheidung getroffen, ihn nach Washington D.C. zu verlagern. Uriah Smith schrieb kurz nach dieser Tragödie: Im Schatten des großen Unglücks sind wir mutig. Unter der Leitung von Uriah Smith wuchs der River and Herald von einer kleinen Washingtoner Handpresse auf Hunderte von Mitarbeitern an, die die beste Ausrüstung verwendeten und in 6 Sprachen druckten. Am 6. März 1903 ging er hier in Battle Creek zur Arbeit, als er plötzlich zusammenbrach. Er wurde im Eiltempo zu einem Arzt gebracht, aber leider starb er einige Stunden später an einem schweren Schlaganfall. Es gab eine Sonderausgabe des River and Herald mit seinem Bild auf der Vorderseite sowie einem Gedicht von seiner verstorbenen Schwester Annie, das sie Jahre zuvor über ihn geschrieben hatte. Er war auch ein Liederschreiber und die Worte seines berühmtesten Liedes klingen wie ein Echo in unsere Zeit. O Bruder, sei treu, bald wird Jesus kommen. Auf wen haben wir so lange gewartet? Oh, bald werden wir in unser herrliches Zuhause einkehren und ins Lied der Überwinder einstimmen. O Bruder, sei treu, denn wieso sollten wir dem untreu sein, der uns so tiefe, so grenzenlose und unendliche Liebe erwiesen hat, der gestorben ist, uns zu erlösen.